In diesem Video möchte ich etwas dazu sagen, was die Kultur der Digitalität für Organisationen bedeutet. Zunächst einmal zu der Frage einer Kultur der Digitalität, weil zu klären ist, was denn eigentlich genau die Begriffe darin so bedeuten oder wie sie verstanden werden. Zunächst einmal entstammt der Begriff der Digitalität kulturwissenschaftlichen Untersuchungen und stellt eine Wortverbindung von digital und Realität bzw. Materialität dar. Es ist der ergänzende oder vielleicht sogar komplementäre Begriff zur Digitalisierung, weil er die kulturelle Seite dessen betont, was meist allzu technisch und technologisch gesehen wird. Als Begriff zielt Digitalität auf eine Verschmelzung zwischen den analogen und digitalen bzw. virtuellen Welten ab. Der Kern der Herausforderungen steckt dabei eben gerade nicht in der Technik, sondern in den Handlungsroutinen, Kommunikationsnormen, sozialen Strukturen, Identitätsmodellen, Raumvorstellungen und noch vielem mehr. Für Organisationen ist ganz zentral, dass die Digitalität eine Erweiterung des Handlungsraums darstellt und eben eine Welterschließung durch die kollektiven Handlungsressourcen ermöglicht. Felix Stalder fasst den Begriff der Kultur sehr weit, indem er davon ausgeht, dass es die Summe aller Artefakte, Institutionen und Prozesse ist, in denen soziale Bedeutung verhandelt wird. Das gilt natürlich auch und gerade für Organisationen. Besonders zentral ist aber die Aussage dahingehend, wer denn das eigentliche Subjekt in der Kultur der Digitalität ist. Für ihn ist es nämlich nicht mehr das reflexive Individuum der Aufklärung, sondern die kommunikative Gemeinschaft. Auch das gilt gesondert für Organisationen und wird uns im Laufe des Kurses weiter beschäftigen. Das Internet spielt dabei eine besondere Rolle, weil es kein Medium, jedenfalls nicht im klassischen Sinne ist, sondern, wie Jörg Noller betont, die Bedingung der Möglichkeit von Medialität. Auch das ist etwas, was uns natürlich im Organisationszusammenhang deutlich beschäftigen wird. In Organisationen lassen sich nämlich besonders gut die drei Grundformen der Digitalität festmachen: die Referenzialität, die Gemeinschaftlichkeit und auch die Algorithmizität. Doch das wird Thema eines anderen Videos.